Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und das ist der Jersey, den ich nehme, um mir jetzt gleich dieses Kleid zu nähen. Und ich zeige euch die Schritt-für-Schritt-Anleitung, sodass ihr das auch nachnähen könnt. Und dabei zeige ich euch direkt, wie ich die Taschen nähe, ohne dass sie einfach immer so im Rockteil hin und her flattern können. Los geht's! Das Kleid wird zusammengesetzt aus einem T-Shirt-Schnittmuster und zwei Rechtecken, die dann als Rockteil gekräuselt werden und angenäht. Für das Oberteil nimmst du ein Shirtschnittmuster, das ein bisschen figurumspielend ist. Das kann mit Ärmeln sein oder auch überschnittene Ärmel, ganz wie du magst. Und dann misst du von deinem höchsten Schulterpunkt aus bis dorthin, wo das Rockteil angesetzt werden soll. Ich möchte es gerne in der Taille haben und das sind bei mir 46 cm. Den unteren Teil knicke ich dann einfach weg und nun schneide ich alles plus Nahtzugabe zu. Hier könnt ihr natürlich die Nahtzugabe nehmen, die ihr am liebsten habt. Ich nehme 1 cm. Als nächstes geht es an die Schnittteile für den Rock. Wie groß sollen die Rechtecke sein? Dafür messe ich hier an der Taille. Das sind bei mir 46 cm. Und dann rechne ich 30 cm hinzu und so breit schneide ich das Rockteil zu. Dann haben wir schon mal die Breite von dem Rechteck. Dann fehlt noch die Länge. Das misst man natürlich auch an sich aus. Wie lang soll das Rockteil sein? Bei mir ist es 62 cm. Da ist der Saum schon mit drin. Das sind jetzt also die Teile und das Rechteck wird so angekräuselt. Man kann das Kleid ohne Taschen nähen, aber ich muss immer Taschen haben. So sehen die Schnittteile für Taschen ja meistens aus. Aber ich mag das nicht. Die Taschen hängen dann immer so lose im Rock rum und flattern so, wo auch immer sie gerade landen. Deshalb habe ich mir mein eigenes Schnittmuster für Taschen gezeichnet und so nähe ich die jetzt immer. Und ich zeige jetzt mal kurz, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich die Tasche einfach auf ein Stück Papier gelegt und die gerade Kante und den unteren Teil abgepaust. Und auf der anderen Seite habe ich den Taschenbeutel so nach oben verlängert. Dann kommen hier noch zwei Markierungen, einmal 2 cm vom oberen Rand und 2 cm vom unteren Rand. So groß ist der Taschenbeutel bei mir und das Ganze schneide ich jetzt 4-mal zu. Und an den Markierungen mache ich 2 kleine Knipse in den Stoff. Als erstes werden nun die Schultern rechts auf rechts aufeinander gelegt und geklammert und anschließend zusammengenäht. Ich nähe das mit der normalen Nähmaschine. Du kannst natürlich auch die Overlock nehmen. Ich habe die Naht gebügelt und nun schneide ich die Nahtzugaben etwas zurück und anschließend stecke ich die Seiten aufeinander und nähe sie. Auch hier schneide ich die Nahtzugaben etwas zurück und dann kommt das Oberteil erstmal zur Seite. Weiter geht's mit dem Rock. Die Taschen werden nun rechts auf rechts an die obere Kante des Rockteils geklammert und dort festgenäht. Die Nahtzugabe ist hier 0,5 cm. Anschließend bügelst du die Nahtzugaben Richtung Taschenbeutel. Nun wird der Stoff gekräuselt. Dafür stelle ich eine ganz lange Stichlänge ein und nähe 2 Reihen am oberen Rand von dem Stoff, aber ich fange nicht an der Kante an, sondern so 1,5 cm vom Rand beginnt die Naht. So, jetzt wird gekräuselt. Wenn du dir unsicher bist wegen der Kräuselung, wie stark das ist, könntest du ja auch zuerst kräuseln und die Taschen danach annähen. Also wenn die Kräuselung zu stark ist, dann könnte man noch ein Stück
kürzen und das Ganze ein bisschen weniger kräuseln. Also diese Nähschritte kann man ja auch ein bisschen individuell gestalten. Ich zeige euch das mal hier an dem Kleid. Dort habe ich nur 20 cm hinzugegeben, weil ich nicht genug Stoff hatte. Gefällt mir auch sehr gut. Ich verknote jetzt schon mal die erste Seite und dann kräusele ich von der anderen Seite auf die Breite des Shirts. So, jetzt passt das vom Rock her und dann verknote ich auch die zweite Seite und verteile die Kräuselung regelmäßig auf dem Faden, sodass das schön aussieht. Wenn beide Teile fertig sind, kommen sie rechts auf rechts aufeinander. Als erstes stecke ich oben bei der Markierung eine Nadel. Und dann stecke ich den unteren Teil des Rocks rechts auf rechts aufeinander und auch die Taschenbeutel. Hier unten am Taschenbeutel markiere ich ebenfalls die Markierung mit einer Nadel. Nun wird der Rock aufeinander genäht. Und zwar erstmal von oben bis zu der Markierung, verriegeln natürlich. Und dann von der zweiten Markierung bis nach unten, anschließend der Taschenbeutel. Hier seht ihr das nochmal. Also jetzt wird links neben der Naht genäht. Ich habe die Taschenbeutel ja mit 0,5 cm angenäht und meine Nahtzugabe, die ich zugeschnitten habe, ist ja 1 cm. Die Nahtzugaben liegen Richtung Taschenbeutel. Bis zur Markierung nähen und verriegeln. Am besten immer alle Nähte verriegeln. Und dann ab der unteren Nadel, auch wieder links neben der Naht, bis nach unten zur Saumkante nähen. Dann den Taschenbeutel nähen. Ich habe die Nahtzugaben etwas zurückgeschnitten und nun kommen die Taschenbeutel auf dein Vorderteil. So legst du die nun passend auf das Vorderteil von dem Rock. Die oberen Kanten werden aufeinander geklammert. Die Taschenbeutel werden nun oben an der Kante mit einer Naht fixiert. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Rock und Oberteil werden nun zusammengesetzt. Dafür habe ich den Rock auf rechts gewendet und nun schaue ich halt, dass ich das Vorderteil auf das Vorderteil von dem Rock stecke. Und dann den Rest Kante auf Kante klammern. Weil diese Naht dehnbar sein muss, was beim An- und Ausziehen natürlich passieren kann, werde ich diese Naht mit der Overlock nähen. Man kann wahrscheinlich auch einen flachen Zickzackstich mit der normalen Nähmaschine nehmen oder vielleicht den Overlockstich einer Nähmaschine. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also ich nähe die beiden Teile nun mit meiner Overlock aufeinander. Jetzt verknote ich noch schnell die Fadenraupe und das Kleid ist soweit fertig. Es fehlen nur noch die Säume. Die habe ich hier schon umgebügelt, also den Saum am Rock. Am Halsausschnitt und an den Armausschnitten habe ich jeweils 1 cm umgeklappt und festgesteckt und auch schon gebügelt.
Ich weiß natürlich nicht, wie du deine Säume nähst, ob du eine Zwillingsnadel benutzt oder auch eine Coverstitch. Ich nähe meine Säume natürlich am liebsten mit der Coverstitch, auch den Halsausschnitt und den Armausschnitt. Zum Schluss bügele ich alle Säume nochmal und dann ist das Kleid fertig und so sieht es aus. Mir gefällt es richtig gut. Was meint ihr? Ich hoffe, meine Anleitung hat euch gefallen und freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und schreibt mir auch super gerne einen Kommentar. Kann auch einfach nur ein Herz sein. Das ist auch eine super Reaktion auf mein Video und hilft mir ungemein. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich ebenso über ein Abo. Und hier seht ihr noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Dort biete ich Schnittmuster an für Taschen, Portemonnaies, ein bisschen Kleidung und Accessoires und einige Sachen davon sind Freebooks. Also klickt gerne mal rein. Bis dann!